life is unpredictable. Things change rapidly all the time. And since we don't know how long we've got on this earth, sometimes it's hard to, enjoy the moment, to be in the moment, especially if we already thinking about the future. My grandma is now 94 years old. She grew up in Austria during World War II and she didn't have an easy time as a child and a teenager. Ja, ich bin in Großberg geboren, in der Gemeinde Albertdorf, und bin auf gar nicht keine Schule, in der Hauptschule und in der Volksschule. Und dann haben wir halt ein ganz schwerliches Leben gehabt in den Schulen, weil wir haben so viel Fliegeralarm gehabt und einfach ganz einfach und bescheiden keine Jausen, höchstens ein Stückchen Brot haben wir gehabt. Und wenn irgendwo einmal ein wenig Suppen gekriegt, das war ein gewöhnliches Wassersuppen, sonst haben wir nichts gehabt den ganzen Tag. Und wenn uns öfters Frau Becker, Frau Haslinger, ein ganz schwarzes Breckel Brot gegeben hat, was wir da für freigekriegt haben. Wir haben kein Brot verwechseln dürfen, weil alle Leute so viel Hunger haben. Weit hat es gegangen um ein Stückchen Brot. Das war eine Ölen, da man es gar nicht sagen kann. Und wenn wir in der Schule gewesen haben, wie lange, dann hat es so wieder die Sirene gehalten und ist wieder Fliegeralarm gewesen. Dann haben wir wieder rausgehen müssen, haben uns einen Platz gehabt, wo wir hin müssen, dass wir dort haben sie dann Keuler geschützt gewesen haben. Ne? Und so ist unser, und dann Direktor haben wir gehabt, der war so ein Nazi, ein furchtbar, der war so streng, überhaupt, nur Heil Hitler. Sonst haben wir nichts sagen dürfen. Wir haben alles zu Fuß gehen müssen, bei Schnee und Winter. Hat uns niemand geholfen. Wir sind auch da in den Berg aufgegangen, da in Google her und im Bengliberg da drauf. Das ist unser Schulweg gewesen. Was du jetzt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit mit dem Fliegeralarm und mit den Nazis, was waren da für Ängste? Ja, was glaubst du? Weil, wenn irgendein Wort gehört habe, waren ja, die großen Leute, wenn sie irgendein wenig verkehrt zurückgekriegt haben, sie es schon geführt. Weil da hast du überhaupt nicht mehr, nur in der Schule, nur Heil Hitler, weil wenn wir das nicht gesagt haben, dann haben sie uns schon angeführt. Und die BDM-Menschen haben wir gewinnt, da haben wir schon lernen müssen, wie das geht. Wenn sie einrücken müssen, wir Schülermenschen haben sie schon den Unterricht. Weil alle haben gleich weniger geworden mit dem Krieg, haben so viel gefreut, sie sind nicht mehr heimgekommen. Und die Frauen haben da so Armen, die Bayerinnen, 5, 6 Kinder haben sie gehabt und kein Mann und gar niemand daheim. Die ganze Arbeit an Arbeiten, das kann man heute nicht mehr erzählen. Es ist einfach. Und dann alle 3 Wochen haben wir Brot gebacken, haben wir ausgekommen. Das haben wir alle gegessen, bis auf den letzten Brecker. Und dann haben wir ein halbes Jahr wieder hergegeben, an der gekommen ist, und haben sie wieder Erbte geholt, und weil die Leute Not gehabt haben. Alles. Having little to nothing is something my grandmother knows a lot about. After the war, everything was destroyed. Food was rare and nobody could afford anything. People had to rebuild and start fresh from literally nothing. And having just a roof over the top is something that I sometimes take for granted, when in fact there's so many people out there without that basic need. Having food at abundance available at the grocery store at any time is kind of insane if I think back what my grandmother had when she grew up. Bis 60, dann ist es ein wenig aufwärts gegangen, aber davor war gar nichts, überhaupt nicht. Alles ist zusammengekauft gewesen, aufgebaut, man hat ja nichts kaufen gekriegt. Ein Stückchen Stoff irgendwie, dass uns Mutter wieder mal ein wenig was zusammengelegt hat. Dann haben wir Mackerl gehabt. Und zum Einkaufen hast du auch Mackerl gehabt. Wenn du das gehabt hast, hast du nichts mehr gekriegt. Gegangen bist du das Einkaufen und sagst, du brauchst Mehl. Ja, wenn du ein Mackerl gehabt hast, sonst hast du nichts mehr gekriegt. Da haben die Leute so sparen müssen, die Leute haben die Ehre gesetzt überall, damit sie ein wenig was gehabt haben. Nein, es war ganz arm. Und Kinder auch so einfach aufgewachsen, so bescheiden. Gell. Wir sind wirklich ganz arm geworden. Aber wir haben gelebt und haben glücklich gewesen. Wirklich, wir haben glücklich. Wir haben kein anderes Kind und haben zufrieden gewesen.
Ja, und dann in die 60er, was hat sich da verändert? Weil du sagst, da ist dann besser geworden, was ist da besser Ja, geworden? dann hat es einmal ein wenig mehr, wie man sagt, zu einem Kaufen gekommen, ein wenig, wo der Markt ein wenig anders geschaut hat. Es war einfach anders. Dann, es ist aufwärts gegangen und die Leute haben da, wenn er Arbeit gehabt, gell, das hat er nicht gedreht. Und dann haben wieder junge Buben zurückgekommen, weil die anderen haben ihm viel gehabt, haben da viel gefallen. Jetzt haben da die Frauen oft gar keine. Und die jungen Mädchen haben da keinen Mann gekriegt, weil nicht mehr da gewesen ist. Gell. Und man hat dann für die anderen gedacht, für die Leute, die Flüchtlinge. Nicht? Wir haben daheim eine Frau aufnehmen müssen, die hat 3 Kinder gehabt, die ist von Jugoslawien gekommen. Und 9 Monate alt. Nicht? Hat nichts gehabt, die ist 3 Monate mit dem Rosenwagen angefahren. Nicht? Wir haben auch nichts gehabt, da haben wir einen Keller, dort hat der Vater was hergekriegt, da schlafen haben können. Die sind voll bei uns aufgewachsen und lang haben sie aber noch gekommen, als Danke, weil sie da zurück haben. Die gekommen, die Gemeinde aus Rutner, ein jedes Dorf muss 5 Patienten aufnehmen. My grandmother always told me, be there for each other, help each other. In German, zusammenhelfen, especially in families and friends. You know, it's so important to be there for each other, to have each other's back, especially in maybe harder times. Money, wealth, fame, or whatever things we want to have more of is not going to love us. Love is something you can't buy, and love will endure. Familie ist einzig und alles wichtig. Ein Zusammenhang und ein Glauben, ein Vertrauen. Weil wenn das nicht ist, da geht es nirgends. Da wird es einfach nicht. Es ist kein Zusammenhang und wir helfen die Leute nicht zusammen. Gegen das eine wird geschimpft und dann geht es dahin. Genau wie der Nachbarn sagt. Wenn da keine Ruhe ist, nur Streit. Ich muss sagen, da war mein Vater hergegeben, der ewige Haar. Nur Frieden. Überall hingegangen, geholfen. Und ich auch in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da haben 5 oder 6 Bauernhäuser gewesen. Und die haben da oft in die Familien so ein Ding gehabt. Probleme, ja, jetzt ist halt nicht am Tag gewesen und in der Früh, ja, haben die Kirchenmeier gewesen. Ja, die geht eh, Baumeister geht eh, die kommt eh, die möchte uns eh hier. Und ich bin wieder gegangen und habe gehört mal beim Nachbarn. Weil es auch nicht, ist nicht am Gewinn, ne? Nur zusammenhelfen, nein. Auch nicht, dann geht es eh nicht. Und ich bin so dankbar, weil meine Familie will nicht keiner, aber alle sind beieinander, alle verstehen sich und helfen zusammen. Wir können überall hingehen. Und ich habe die ganzen Enkel, jetzt die Urenkel, die 8, die haben so lieb. Ausüber da bei mir auf dem Bühl, ganze Wände habe ich, wo ich die Bühlen habe für die Kinder. Having 3 daughters while working around the house, on the fields, in the stable, like literally all the time, she stayed this very kind, forward-thinking, humble and empathetic sweet lady. Ich muss sagen, es hat uns niemand aufgeklärt. Aufgeklärt haben, wir haben gar nicht gewusst, mein Gott, bis sie dann mal schwanger waren. Und dann haben wir eine Breifahrt gehabt, das war Hebamme, dann bis zu der gekommen. Und da hat er gedacht, dass vielleicht jetzt konnte irgendwie einmal die Geburt werden. Und die hat man dann untersucht und hat gesagt, nein, weil es so weit ist, das habe ich dir dazu. Und dann kommt es und holt es mich. Mein Raul weiß gar nicht, was ich da wollte. Der Vater hat teigen müssen mit dem Raul. Bis das da wieder gekommen ist. Es war schon, aber ich habe ziemlich eine schwere Geburt gehabt, weil die ältere Tochter Maria war ziemlich ein starkes Kind. Und naja, dann ist sie dann ein wenig aufgestiegen am Bauch und hat mir es angedrückt. Ne? Weil die Gebärmutter ist schon ein wenig zurückgegangen, weil nicht so lange nicht gegangen ist. Jetzt ist es dann hat es gepasst. Gott sei Dank, dass wir Hausall gehabt haben. Gell? Ja. Nein, Gott, nein. Mhm. Nein, es war schon schön. Und dann ist Brani nachgekommen. Die war schon ein wenig mehr schlanker, die war nicht mehr so stark, ein bisschen, nein. Bei der ist dann leichter gegangen. Gell? Und die Elfriede, die Jüngere, die ist ein halbes Jahr alt gewesen, kann ich das sagen? Nein. Da ist mein Mann, wir haben eine Mühle gehabt, mein Mann ist ein Müllermeister gewesen. Und da haben wir eine Mühle gehabt und da ist der Vater, mein Mann,
runtergefallen von der Mühe am Betonboden runter und habe das Querschnitt gelähmt gewesen. Und ich habe das kleine Menschel da gehabt. Da denke ich heute noch, wie arm das Mensch gewesen ist. Ich habe ein wenig ein schlechtes Gewissen, aber was hätte ich da? So viel Arbeit, Tag und Nacht gearbeitet. Aber es hat nichts gemacht. Es ist alles wieder ausgegangen. Mein Mann ist wieder so weit gekommen, dass er wieder mit einem Sticker gab, was kein Arzt und niemand glaubt hat. Aber man glaubt nicht, weil man ein Vertrauen hat am Herrgott und der lässt einem nicht allein. Kommt wieder was zu, wo man wieder Hilfe hat und ist wieder aufwärts gegangen. Ja, wenn Teile gewesen ist, das ist schwierig, weil ich muss ehrlich sagen, die hätte es auch noch gar nicht verstanden. Sie ist halt bei mir gestanden und hat die Hände aufgetan. Meine Mama hebt mich auf und tut mir so, ich kann es gar nicht sagen. Ja, das tut mir so weh. Danke. Ja, geht's gut, tausendmal für ein Kind. I'm very grateful for the time I got to spend with my grandmother, and I hope I still got some years left with her. Seeing her around the many, many great grandchildren she has now is a very fulfilling and joyous experience for us all. And yeah, we love you very much, Grandma. Für mich, ich bin ich und den nächsten muss ich genauso annehmen als für mich. Wenn ich den anderen verstehe und annehme und hilf, da ist überall der Frieden. Aber natürlich, wenn ich negativ und einfach ausrichten tue, da kann kein Frieden sein. Nicht wirklich nicht. Nur zusammenhelfen. Verstehen, und jeder Mensch ist einmalig und einmal geht es deiner so und einmal ist es deiner so. Kann man nicht machen, dann muss man einmal denken, ja, heute geht es da nicht gut und es wird wieder recht. Und zusammen wieder einfach mit reden und anfangen und das ist das Allerschöne.